Hallo zusammen, in diesem Video werde ich den GPS-Tracker Mecodus MV720 vorstellen. Den Link dazu werde ich in der Beschreibung hinterlassen. Ein sehr interessantes Modell. Dies ist ein GPS-Tracker, der in Form eines solchen Relays gefertigt ist. Das heißt, ein gewöhnliches Kfz-Relay, das zum Einschalten von Scheinwerfern, der Kraftstoffpumpe und anderen elektrischen Geräten verwendet wird. Also ein ganz normales Standard-Relais. Das heißt, äußerlich ist es überhaupt unmöglich zu erkennen, dass es sich um einen GPS-Tracker und eine Alarmanlage handelt. Im Lieferumfang sind eine Anleitung und der Tracker selbst enthalten. Das ist so ein Spatel, um die Abdeckung zu öffnen. Das heißt, wir müssen ins Innere des Gehäuses gelangen. Und für den Betrieb benötigen wir eine SIM-Karte. Jede SIM-Karte von jedem Anbieter ist geeignet. Wichtig ist, dass sie über Internet verfügt. Das heißt, für den vollwertigen Betrieb benötigen wir Internet und damit der Tracker Nachrichten senden kann. Das heißt, entweder einen Tarif oder Guthaben auf dem Konto, denn wir werden und damit der Tracker uns antworten kann, wird er uns SMS schicken. Das heißt, wenn kein Guthaben auf dem Konto ist und er keine SMS senden kann, dann erhalten wir keine Antwort auf den von uns gesendeten Befehl. Deshalb ist es am besten, wenn Guthaben und Internet auf dem Konto vorhanden sind. Dann wird alles stabil und normal funktionieren. Die SIM-Karte wird innen eingesetzt. Es gibt hier keine Tasten. Das heißt, wir haben die Karte eingesetzt und der Tracker hat funktioniert. Ein eingebauter Akku ist hier sogar vorhanden. Ein eingebauter Akku. Er wird etwa 3 Stunden im autonomen Modus arbeiten. Der Akku hier ist klein. Die Größe des Trackers ist ebenfalls gering. Daher ist seine Betriebszeit im autonomen Modus kurz. Der Akku wird benötigt, damit, falls die Kabel des Trackers durchgeschnitten werden oder die Hauptbatterie im Auto abgeklemmt wird oder das Auto gestohlen wird, Sie darüber informiert werden. Sie erhalten eine Benachrichtigung, dass die Stromversorgung unterbrochen wurde. Der Tracker wird Sie darüber informieren und Sie können auch für eine gewisse Zeit das Fahrzeug autonom verfolgen. Die SIM-Karte wird in den Steckplatz eingesetzt. Hier stecken wir sie hinein. Mit dem Schlitz nach unten 42, 43. Wir haben hier irgendwo Indikatoren 44. Hier sind sie, die LEDs. Ein Indikator zeigt das Mobilfunknetz an 46 und der zweite die GPS-Satelliten. Das heißt, wenn sie leuchten, bedeutet das, dass sowohl die Satelliten als auch das Netz empfangen werden. 48. Das Netz wurde empfangen 49. Die blaue LED leuchtet 50. Die blaue LED blinkt, weil die Satelliten noch nicht empfangen wurden. 51. Das liegt daran, dass ich mich drinnen befinde. 52. Hier gibt es eine Betondecke und ein Dach. 53. Um die Satelliten zu empfangen, muss man es daher entweder auf ein Fenster legen. 54. Aber generell sollte es sich im Freien befinden, um einen guten Satellitenempfang zu gewährleisten. 55. Wenn Sie es also im Auto installieren, beachten Sie, dass die Satelliten unter der Motorhaube möglicherweise schlecht empfangen werden. 56. Da dieser GPS-Empfänger von Metall bedeckt sein wird. 57. Und wenn Sie es an einem offenen Ort platzieren, ist das entweder unter dem Armaturenbrett, es ist aus Kunststoff, das Signal geht durch, 58. Oder Sie können es im Schweller des Autos installieren, 59. Dort verläuft die Verkabelung, 60. Es nimmt wenig Platz ein und man kann es dort unterbringen. 61. Gerade dieser Tracker verfügt über eine Funktion zur Deaktivierung der Kraftstoffpumpe, 62. Und die Verkabelung zur Kraftstoffpumpe verläuft normalerweise im Schweller. 63. Das heißt, man kann es dort anschließen und installieren. 64. Das wird sehr praktisch sein. 65. Es wird über diesen Stecker angeschlossen. 66. Das heißt, er wird einfach hier aufgesteckt. 67. Und hier wird es angeschlossen. 68. Kabelanschluss 69. Rot und Schwarz sind für die Stromversorgung. 70. Schwarz ist Minus, Rot ist Plus. Hier gibt es auch eine eigene Sicherung. 72. Innen ist eine kleine verbaut. 73. Das heißt, im Falle von Problemen rettet sie die Sicherung. 74. Und zur Stromversorgung schließe ich es an ein Netzteil an. 75. An das rote Kabel legen wir Plus an. Ich lege 12 Volt an. 77. Der Tracker arbeitet mit 10 bis 40 Volt. 78. Daher kann er in Autos mit einem 12 Volt Bordnetz verwendet werden. 79. Sowie in Lastwagen, wo das Netz 24 Volt hat. 80. Und da er sehr klein ist, kann man ihn auch bequem in einem tragbaren Fahrzeug verwenden. 81. Es kann an einem Roller, Motorrad oder Moped installiert werden. Die Stromversorgung beträgt 10 bis 40 Volt. Selbst wenn Sie beispielsweise ein Elektrofahrzeug mit 48 Volt haben, kann ein Abwärtswandler installiert werden, um die Spannung beispielsweise auf 24 oder 12 Volt
zu reduzieren. Und dann kann es installiert werden. Es nimmt nicht viel Platz ein und funktioniert hervorragend. Wir schließen den Pluspol an. Hier ist die Stromversorgung aktiv. Der Tracker ist jetzt mit Strom versorgt und im Prinzip ist er bereit für die Positionsbestimmung. Diese beiden Kabel dienen dazu, die Benzinpumpe abzuschalten. Oder man kann etwas anderes abschalten, zum Beispiel die Zündspule. Die Schaltung wurde unterbrochen, die Zündspule wurde abgeschaltet, der Motor ging aus. Das heißt, man kann entweder die Benzinpumpe oder die Zündspule oder eine andere Elektronik. Der Anschluss ist sehr einfach. Erstens gibt es hier einen Schaltplan und es ist schematisch dargestellt, wo was durchtrennt und in welche Unterbrechung des Stromkreises angeschlossen werden muss. Das heißt, hier haben wir den Pluspol, das blaue Kabel zur Benzinpumpe. Wir durchtrennen es. Den Stromeingang schließen wir hier an. Den Ausgang hier. Auch laut Bewertungen von AliExpress, die ich dort gelesen habe, habe ich gesehen, dass viele nicht verstehen, wie diese Funktion zum Abschalten der Benzinpumpe überhaupt funktioniert. Jetzt zeige ich, worum es geht. Nehmen wir ein Multimeter. Hier ist das Relais standardmäßig angeschlossen. Und es ist geschlossen. Aber hier ist ein Halbleiterrelais verbaut. Wenn wir es durchmessen, ich schalte es in den Durchgangsprüfmodus. Hier ist es. Das heißt, das Relais ist jetzt eingeschaltet. Die Benzinpumpe ist standardmäßig eingeschaltet. Wir können sie ausschalten und dann wieder einschalten. Aber wenn wir anfangen, die Kontakte zu prüfen, dann öffnen sich die Kontakte und sie bleiben geöffnet. Hier ist ein Halbleiter-Relais. Das heißt, es ist entweder ein Transistor, ich weiß nicht, was drin ist, ich habe es nicht auseinandergenommen. Es leitet bei uns einfach den Pluspol oder eben nicht. Das heißt, es gibt keinen Kurzschluss. Man kann es nicht mit Minus steuern, nur mit Plus. Das heißt, wir haben Plus, hier haben wir keinen Kurzschluss. Ich denke, viele werden messen und denken, dass dieses Gerät nicht funktioniert. Aber wenn ich zum Beispiel eine Glühbirne nehme, die Glühbirne habe ich schon oft in Videos verwendet und sie hier an Minus anschließe. Grün ist unser Ausgang. Und hier werden wir Strom an den Eingang der Benzinpumpe anlegen. Hier lege ich Plus an. Die Glühbirne leuchtet auf. Das heißt, Blau und Grün sind, wenn man sie durchmisst, nicht kurzgeschlossen. Aber Plus leitet es durch. Das heißt, Plus geht zum Eingang, dann geht Plus zum Ausgang. Und die Benzinpumpe wird funktionieren. Aber wenn man mit einem Multimeter misst, gibt es keinen Kontakt. Das heißt, wir haben es angeschlossen und alles funktioniert. Später, wenn ich es einrichte, zeige ich, wie man es bereits aus der Ferne ein- und ausschaltet. Wir schließen den Deckel. Und jetzt zeige ich, wie man es einrichtet. Dafür müssen wir eine App herunterladen. Wir werden den QR-Code scannen. Hier ist der Link zur App. Oder im Play Store suchen. Hier ist sein Name und wir laden es aus dem Internet herunter. Wir gehen in den Play Store. Wir geben den Namen miCodus ein. Und hier ist unsere App. Wir klicken auf Installieren. Jetzt wird es heruntergeladen. Die Ziffern, wir geben sie ein. Das Standardpasswort ist 123456. Sie können es später auf Ihr eigenes ändern. Wir schalten es ein. Und hier übrigens zeigt es bereits den Standort an. Es zeigt ihn ungefähr an, weil es sich an Mobilfunkmasten orientiert. Und jetzt ist die Verbindung vollständig hergestellt. Und das sogar unter dem Dach. Das heißt, ich habe Deckenplatten. Danach kommt ein Metalldach. Es empfängt hervorragend. Ein GPS-Signal ist vorhanden und es zeigt bereits den genauen Standort an, obwohl ich es nicht ins Freie gebracht habe. Im Prinzip funktioniert alles. Dabei habe ich noch nichts eingestellt, keine Pins. Das heißt, es war bereits von Anfang an konfiguriert. Nun zu den SMS-Befehlen. Was und wie man einstellen muss. Wenn der Standort bei Ihnen nicht angezeigt wird und noch nichts funktioniert, nehmen wir die Nummer der SIM-Karte, die wir in den Tracker eingelegt haben. Sie müssen Ihre Telefonnummer verknüpfen, von der aus Sie steuern werden, damit niemand anderes es nutzen kann, außer Ihnen. Wir senden den SMS-Befehl admin, das Standardpasswort 1256, das wir noch nicht geändert haben, und dann Ihre Telefonnummer. Geben Sie an. Ohne Pluszeichen. Einfach 3877912. Das heißt, Sie nehmen die Vorwahl und die Telefonnummer. Ich werde meine nicht zeigen, aber sie wird hier weitergeschrieben. So wird er eingegeben und die SMS gesendet.
Als Antwort erhalten wir eine SMS mit Admin 2. Das bedeutet, Ihre Telefonnummer ist bereits verknüpft 203 und niemand anderes kann 204 Ihren Tracker neu konfigurieren oder verfolgen 205. Als nächstes müssen wir eine SMS mit der APN-Adresse senden 206. Diese Einstellung wird für das Internet benötigt 207. Das heißt, wir schreiben APN 208. Das Standardpasswort ist 209. 123456210. 210. Wenn Sie Ihr eigenes Passwort bereits festgelegt haben, 211. Dann können Sie eine SMS mit der Adresse senden. 212. Wenn Sie Ihr eigenes Passwort bereits festgelegt haben, 213. Dann schreiben Sie Ihr Passwort 214 und das Wort Internet. Das ist APN. Praktisch bei allen Telefonanbietern ist 217. Die APN-Adresse, das Wort Internet. Vielleicht haben einige andere Anbieter 219, eine andere APN-Adresse 202. Dann geben Sie Ihre eigene ein, 221. APN-OK2. Der Tracker hat den Befehl bestätigt, 223. Das heißt, unser Internet ist eingerichtet. 22. Auch wenn Ihr Tracker funktioniert, 225 und die SMS-Koordinaten sendet, 26. Aber auf der Website 227 diese nicht angezeigt werden, 228, müssen Sie möglicherweise die IP-Adressen 229 und den Port angeben. Wir senden auch den SMS-Befehl 3D 232 und das Passwort 33, Leertaste, und das ist auch in der Anleitung angegeben. 235. Diese Informationen entnehme ich alle der Anleitung 206 20437, 27038, 7739, 28240. Dann setzen wir 241 und so weiter. Leerzeichen, Port. Das sind die Einstellungen, damit Standortinformationen an den Server übermittelt werden. Im Allgemeinen sollten all diese Einstellungen standardmäßig konfiguriert sein. Es kommt aber vor, dass sie nicht eingestellt sind. Der Standort kann per SMS bestimmt werden. Das heißt zum Beispiel, wenn wir das Internet nicht nutzen, können wir den Befehl senden G12456. Das ist das Passwort und eine Raute. Als Antwort erhalten wir eine SMS mit dem Standort. Hier wird ein Link zu Google Maps sein. Hier ist der Link, den wir als Antwort erhalten haben. Wir können darauf klicken. Google Maps öffnet sich und zeigt den Standort an. Jetzt erzähle ich etwas über die App, was wir hier tun können. Erstens den Standort bestimmen, wo sich das Fahrzeug gerade befindet, ob die Zündung eingeschaltet ist, seine Geschwindigkeit und andere Merkmale, wie die Netzspannung, die Bedienfreundlichkeit, das Einschalten von Sensoren. Das ist alles klar. Man kann die Bewegungen des Fahrzeugs einsehen, die früher stattgefunden haben. Der Server speichert 180 Tage die Standortverlaufshistorie, wo das Auto gestern, vorgestern oder letzten Monat gefahren ist. Das alles wird gespeichert. Man kann es ansehen. Wir wählen ein Datum aus und sehen es uns an. Wir laden die Informationen herunter und auf der Karte können wir sie uns ansehen. Wenn ein Auto oder Roller diese Zone verlässt, erhalten Sie eine Benachrichtigung darüber, dass Ihr Fahrzeug sie verlassen hat. Die Zone geben Sie auf der Karte an und richten sie ebenfalls ein. Und weiter geht es mit den Einstellungen. Dies steuern Sie mit Hilfe dieser Befehle, die hier vorhanden sind. Sie steuern den Tracker. Sie können die Benzinpumpe abschalten. Wir schalten die Benzinpumpe ab, senden den Befehl. Die Benzinpumpe wird bei uns abgeschaltet. Er simuliert eine Störung. Innerhalb einer Minute wird er sich einstrengen und ausschalten und so eine Störung imitieren. Das heißt, er schaltet sich nicht sofort ab, sondern allmählich. Das Auto wird absterben, allmählich ruckeln. Innerhalb einer Minute blinkt er, dann schaltet er sich ab. Dieser Vorgang ist programmiert. Er schaltet sich ein, Sie drücken Zufuhr wiederherstellen und bei uns leuchtet eine Lampe auf. Sie hat sofort augenblicklich funktioniert. Die Lampe leuchtete auf und leuchtet weiterhin. Der nächste Befehl, scharf schalten. Wir drücken. Wir warten auf eine Antwort. Das Team ist zurück. Das war's. Hier gibt es einen Vibrationssensor. Er funktioniert als Alarmanlage. Wenn wir den Tracker nehmen, anfangen ihn zu rütteln, zu schütteln, zu klopfen und es Vibrationen oder Geräusche am Auto gibt, dann erscheint eine Benachrichtigung. Der Alarm wird ausgelöst. Alarm. Datum. Eine Benachrichtigung ist eingegangen. Als nächstes deaktivieren wir den Alarm, wenn wir ihn ausschalten müssen. Als nächstes folgen die Einstellungen. Zeitintervall. Dies ist die Zeit für die Standortbestimmung. Das heißt, wie oft Ihnen die Koordinaten gesendet werden. Je häufiger die Koordinaten gesendet werden, desto mehr Internet-Traffic wird verbraucht. Das heißt, Sie stellen einen Durchschnittswert ein, legen die Zeitzone fest
Empfindlichkeit des Vibrationssensors. Sie stellen auch dessen Wert ein, um Fehlalarme zu vermeiden. Das heißt, wenn einfach ein anderes Auto an Ihrem vorbeifährt, würde der Alarm ausgelöst. Um dies zu verhindern, stellen Sie die Empfindlichkeit einfach niedriger ein. Einstellung der Bewegungsalarmierung. Hierbei erhalten Sie ebenfalls eine Benachrichtigung, wenn Ihr Fahrzeug bewegt wurde. Sie geben in Metern an, um welche Entfernung es sich verschoben hat. Man kann dort aber auch keinen zu kleinen Wert einstellen. Denn wenn Sie zum Beispiel in ein offenes Parkhaus gefahren sind, kann das Satellitennetzwerk verloren gehen und der Standort sich ebenfalls bewegen. Das heißt, es kann zu einer Ungenauigkeit bei der Bestimmung kommen. Daher stellen Sie einen Wert von 10 zu 20 Metern ein, um auch hier keine Fehlalarme zu haben. Sie stellen die Höchstgeschwindigkeit ein. Wenn Sie zum Beispiel einen Mietwagen haben, legen Sie Beschränkungen fest, um zu wissen, ob, wenn eine Person die Geschwindigkeit überschreitet, erhalten Sie ebenfalls eine Benachrichtigung, wenn sie einen bestimmten eingestellten Wert überschreitet. Das ist alles Weitere. Passwort zurücksetzen, Gerät neu starten, falls Fehler auftreten. Im Prinzip ist hier alles klar. So funktioniert dieses Tracker-Modell. Wenn etwas unklar ist, fragen Sie in den Kommentaren. Abonnieren Sie den Kanal. Den Link zum Tracker hinterlasse ich in der Beschreibung. Tschüss zusammen.